Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ohne Aktien. Wird schwer, Einzelaktien finden und verstehen. In 25 Beispielen ist ein praxisorientiertes Buch von Noah Leidinger, das sich an alle richtet, die den Weg in die Welt der Aktien und Finanzen wagen wollen. Der Autor, bekannt aus dem Finanzpodcast Ohne Aktien, wird schwer, gibt in seinem Werk eine verständliche Einführung in das Investieren in Einzelaktien und zeigt Schritt für Schritt am konkreten Beispiel, wie man Unternehmen analysiert und die richtigen Entscheidungen trifft. Dabei wird bewusst mit dem verbreiteten Mythos aufgeräumt, dass ETFs immer die beste Lösung für Privatanleger seien. Stattdessen zeigt das Buch Wege auf, wie man selbstbewusst und eigenständig sinnvolle Aktienauswahl betreibt. Sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Anleger werden mitgenommen auf eine Entdeckungsreise, die nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch dazu ermutigt, selbst aktiv zu werden. Durch leicht verständliche Erklärungen komplexer Zusammenhänge wird Finanzwissen zugänglich gemacht und die Angst vor dem Aktienmarkt genommen. Das Buch präsentiert eine klare, praxisnahe Alternative zu langweiligen Lehrbüchern und ist ein Handbuch für alle, die fundiert und dauerhaft erfolgreich in Aktien investieren wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Grenzen von ETFs und warum Einzelaktien Sinn machen. Ein zentrales Thema des Buches ist die kritische Betrachtung von ETFs, Exchange Traded Funds. Leidinger argumentiert, dass ETFs, trotz ihrer Beliebtheit, nicht immer die optimale Lösung für jeden Anleger darstellen. Während ETFs eine breite Marktstreuung und geringe Kosten bieten, mangelt es ihnen oft an Flexibilität und individueller Einflussmöglichkeit. Der Autor zeigt auf, dass bestimmte Marktbereiche oder Wachstumsbranchen in klassischen Indizes unterrepräsentiert sein können oder dass Anleger mit eigenen Werten gezielt bestimmte Unternehmen fördern möchten. Zudem erklärt er, dass ETFs längst nicht so risikolos sind, wie oft behauptet wird. Etwa wenn alle in dieselben populären ETFs investieren, was neue Marktrisiken und Überbewertungen erzeugen kann. Die Kontrolle über die eigene Investmentstrategie wird bei Einzelaktien viel stärker betont. Leser lernen die Vorteile, aber auch die Risiken einer aktiven Aktienauswahl kennen und werden befähigt, eine fundierte Entscheidung zwischen ETF-Investment und Einzelaktien zu treffen, basierend auf eigenen Zielen, Risikoneigung und Know-how. Zweitens: 25 echte Unternehmensbeispiele als Lernkurs, anstatt sich in der Theorie zu verlieren, setzt Leidinger auf Praxis. Anhand von 25 sorgfältig ausgewählten Aktien, von bekannten DAX-Riesen bis zu spannenden Growth-Stars, zeigt er Schritt für Schritt das Vorgehen bei der Unternehmensanalyse. Jedes Beispiel ist ein eigenständiger Mini-Fallstudienkurs. Der Autor beleuchtet, warum das jeweilige Unternehmen ausgewählt wurde, wie die Bilanzanalyse gelingt, welches Wachstumspotenzial und welche Stolperfallen existieren. Leser entdecken dabei nicht nur Kennzahlen wie KGV, Dividendenrendite oder Verschuldungsgrad in Aktion, sondern bekommen auch das Bauchgefühl für Märkte und Geschäftsmodelle vermittelt. Durch die Mischung aus traditionellen und modernen Branchen wird klar, welche Tricks und Besonderheiten es jeweils zu beachten gilt. Diese Beispiele helfen, Theorie greifbar zu machen und an echten Situationen zu lernen. Wer etwa eine Aktie wie Apple, Adidas oder Zalando analysiert, versteht deren Geschäftsmodell, Marktumfeld und Chancen aus der Investorenperspektive. Drittens: Die Kunst der Aktienanalyse. Fundamentale und qualitative Kriterien verstehen, ohne Aktien. Wird schwer, legt großen Wert darauf, dem Leser die Werkzeuge zur fundamentalen Analyse an die Hand zu geben. Leidinger erklärt, wie Abschlüsse gelesen und wichtige Kennzahlen interpretiert werden. Was sagt das KGV wirklich aus? Wie erkennt man eine gesunde Bilanz? Welche Rolle spielen Cashflows, Eigenkapitalquote und Wachstumskennzahlen? Aber ebenso wesentlich sind qualitative Faktoren. Managementqualität, Innovationskraft und Burggraben eines Unternehmens.
etwa wie sich ein Unternehmen durch Patente oder Marken schützt. Das Buch lehrt, wie Zahlen mit dem Gespür für unternehmerische Qualität kombiniert werden, um eine ganzheitliche Sicht zu erhalten. Leser lernen, wie sie zwischen kurzfristigen Hypes und nachhaltigen Erfolgsfaktoren unterscheiden können und was wirklich zählt, um eine gute Aktie zu erkennen. Dadurch werden Anleger befähigt, unabhängig von Analysten oder Medien eigene fundierte Entscheidungen zu treffen. 4. Psychologie des Investierens und Risikomanagement. Investieren ist nicht nur Zahlen und Modelle, sondern auch Psychologie. Das Buch widmet sich intensiv den emotionalen Fallstricken, die jedem Investor begegnen. Angst, Gier, die Furcht vor Verlusten oder das Verpassen von Trends. Leidinger gibt praktische Tipps, um typische Anlegerfehler zu vermeiden, wie zum Beispiel Überreaktionen auf Marktschwankungen oder das Verlieben in eine Aktie. Ein zentrales Element ist das Risikomanagement. Wie stellt man ein Portfolio so zusammen, dass Klumpenrisiken vermieden werden? Wie viele Einzelaktien sind sinnvoll? Welche Strategien helfen beim Ausstieg aus schlechten Positionen? Leser erhalten Instrumente für das langfristig erfolgreiche Investieren, lernen diszipliniert zu handeln und ihre Emotionen zu steuern. So wird der Weg zur nachhaltigen Aktienanlage nicht nur fundiert, sondern auch psychologisch machbar und stressfrei gestaltet. Schließlich vom Suchen zum Finden der richtigen Aktie, eigene Strategie entwickeln. Letztlich bleibt die große Frage, wie findet man nun die richtige Aktie? Nach der Vermittlung aller Grundlagen leitet das Buch zur Entwicklung der eigenen, individuellen Investmentstrategie an. Es werden verschiedene Herangehensweisen vorgestellt: value-orientiertes Investieren, Wachstumsstrategie oder Dividendenansätze und erläutert, wie sie zur eigenen Persönlichkeit, Risikoneigung und Lebenssituation passen. Welche Quellen sind für die Aktienauswahl zu nutzen? Wie entsteht aus der Masse von Unternehmen eine engere Auswahl? Zudem legt Leidinger Wert auf den Aufbau eines klaren Entscheidungsprozesses und das Formulieren von Kauf- und Verkaufsregeln. Schritt für Schritt werden Leser an die Hand genommen, Mut zur eigenen Meinung zu entwickeln, neue Trends zu entdecken und ihre persönlichen Investmentziele festzulegen. Das Buch schließt so den Kreis und befähigt zur eigenverantwortlichen, flexiblen und erfolgreichen Aktienauswahl. Zusammenfassend: Ohne Aktien. Wird schwer ist ein Buch für alle, die mehr wollen als Standardlösungen beim Investieren. Es richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Anleger, die den Aktienmarkt nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten möchten. Besonders profitieren Leser, die genug davon haben, blind auf ETFs zu setzen und stattdessen die Kontrolle über ihr Geld selbst in die Hand nehmen wollen. Das Buch bietet klare, praxisnahe Einblicke in die Kunst der Aktienauswahl und gibt konkret anwendbare Methoden an die Hand, illustriert an 25 greifbaren Beispielen. Wer das Buch liest, entwickelt das nötige Wissen und das Selbstvertrauen, gezielt Unternehmen zu analysieren, eigene Strategien zu entwickeln und die Psychologie des Investierens zu meistern. Der Mehrwert gegenüber vielen anderen Finanzbüchern ist die Kombination aus verständlicher Theorie, reichhaltiger Praxis und einer ermutigenden, klaren Sprache. Leser profitieren ein Leben lang vom Verständnis dafür, wie Märkte und Unternehmen funktionieren. Ohne Aktien. Wird schwer, liefert dabei keine kurzfristigen Börsentipps, sondern einen soliden Baukasten, um auf lange Sicht besser und unabhängiger zu investieren. Wer verstehen will, warum ETFs nicht immer die beste Antwort sind und wie man stattdessen systematisch und erfolgreich eigene Aktien findet, wird mit diesem Buch einen echten Begleiter für die eigene Finanzreise finden. Wenn Sie unterstützen möchten. Noah Leidinger, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.